Es gibt diesen Moment, den wahrscheinlich viele kennen. Du sitzt drinnen, starrst auf ein Problem. Oder auf eine leere Seite, eine weiße Leinwand, eine Aufgabe, die einfach nicht weggehen will. Und dein Kopf fühlt sich an wie ein kleiner, stickiger Raum. Du denkst, ich bin nicht kreativ genug. Ich hab's verloren. Es ist alles weg. Und dann gehst du raus und plötzlich ist da Luft. Ich glaube, wir denken draußen anders. Nicht besser, nicht klüger, aber weiter. Und ich glaube, das ist kein Zufall und auch keine romantische Einbildung. Es hat sehr viel mit dem zu tun, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir uns in der Natur befinden. In unserem Alltag läuft unser Gehirn oft in einem bestimmten Modus, einem sehr effizienten, sehr fokussierten, sehr kontrollierten Modus. Termine, To-Do-Listen, Entscheidungen, Reaktionen. Das Gehirn priorisiert. Wie kommen wir sicher durch diesen Tag? Das ist sinnvoll, aber es ist nicht kreativ. Chronischer Stress, und das ist nicht der dramatische Ausnahmestress, sondern der ganz leise, alltägliche, verengt unsere Gedanken. Er lässt uns linear denken, fokussiert, problemlösend. Was auf der einen Seite hilfreich ist, schließt auf der anderen Seite genau das aus, was Kreativität braucht. Weite, Offenheit, die Bereitschaft, Gedanken einfach mal wandern zu lassen. Und genau das passiert, wenn wir in die Natur gehen. Allein der Blick in die Ferne, über einen See, auf einen Berghang, durch einen lichten Wald, senkt messbar den Stresslevel. Cortisol sinkt. Das Nervensystem fährt ein kleines Stück runter. Nicht dramatisch, aber spürbar. Und in diesem Runterfahren passiert etwas Entscheidendes. Die kreativen Netzwerke im Gehirn werden aktiver. Das sogenannte Default Mode Network. Dieser Modus, in dem Gedanken wandern, verknüpfen, träumen dürfen. Dieser Modus, in dem nicht Kontrolle regiert, sondern Neugierde. Gedanken müssen wandern dürfen, um Neues zu verbinden. Das ist keine Metapher, das ist Neurologie. Es gibt noch etwas, das die Natur mit uns macht. Etwas, das vielleicht noch grundlegender ist als alle Neurochemie. Sie erwartet nichts. Ein Baum bewertet dich nicht. Ein Berg fragt nicht nach deiner Produktivität. Ein Horizont stellt keine Ansprüche. Und wenn du eine Weile in einer Umgebung bist, die nichts von dir will, passiert etwas Seltsames und Schönes. Du erinnerst dich daran, dass du sicher bist. Klingt simpel, ist es aber nicht, weil die meisten von uns, die das Gefühl haben, ihre Kreativität verloren zu haben, tief drinnen glauben, sie müssten erst etwas leisten, bevor sie sich das Kreativsein erlauben dürfen. Erst wenn die Liste abgehakt ist, erst wenn alle zufrieden sind, erst wenn man gut genug ist. Und diese innere Anspannung, dieser leise Dauerdruck, ist vielleicht das größte Kreativitätsgift, das es gibt. Natur löst das. Nicht für immer, nicht mit einem einzigen Spaziergang, aber sie gibt uns kurze, echte Momente, in denen das System durchatmet. Und in diesen Momenten entsteht Raum. Und Raum ist der Anfang von allem. Bewegung fördert kognitive Flexibilität. Das bedeutet die Fähigkeit, gedanklich nicht festgefahren zu bleiben, zwischen Perspektiven zu wechseln, neue Verbindungen zu sehen. Wenn wir gehen, besonders draußen, auf unebenem Boden, mit wechselnder Landschaft vor Augen, arbeitet das Gehirn anders als am Schreibtisch. Nicht so linear, nicht so schematisch. Es öffnet sich seitlich, wenn man so will.
Das ist der Grund, warum so viele Schriftstellerinnen, Philosophen und Künstler bekannt dafür waren, stundenlang zu spazieren. Beethoven, Nietzsche, Virginia Woolf, Georgia O'Keeffe. Ihre Spaziergänge waren keine Pausen von dem Denken. Sie waren das Denken selbst, in einer anderen Form. Die Idee kommt selten am Schreibtisch. Sie kommt meistens irgendwo unterwegs. Beim Wandern, beim Autofahren, unter der Dusche. Überall dort, wo der Kopf endlich nicht mehr muss. Wenn du also das nächste Mal das Gefühl hast, du bist kreativ blockiert, vielleicht musst du nicht tiefer in den Kopf gehen. Vielleicht musst du einfach raus. Ich möchte hier kurz bei etwas bleiben, das ich immer wieder beobachte, bei mir selbst und bei vielen anderen, mit denen ich spreche. Die Angst vor der Leere. Sobald es still wird, kommt Unruhe. Ein Sog nach innen, der sich nicht gut anfühlt. Also füllen wir die Stille. Mit Podcasts auf dem Spaziergang, mit dem Handy, kaum dass wir stehen bleiben, mit Ablenkung, die sich nach Inhalt verkleidet. Ich verstehe das. Stille ist manchmal unangenehm, weil sie Dinge hochbringt, die wir lieber noch eine Weile unten lassen würden. Gedanken, Gefühle, Fragen, Unsicherheiten. Aber Natur ohne Ablenkung, Natur, die man wirklich einlässt, füllt dich nicht mit mehr Input. Sie hält dich einfach aus. Sie macht Platz. Und wenn du diese Stille aushältst, ohne sofort zum Handy zu greifen, passiert irgendwann etwas. Ein Gedanke taucht auf, leise, ein Bild, ein Impuls, etwas, das sich anfühlt wie, ach, das wollte ich schon immer mal machen. Das ist dein innerer Künstler. Er ist nicht weg, er wartet nur, bis es ruhig genug ist, um gehört zu werden. Jetzt kommt der Teil, der mich am meisten beschäftigt. Der Teil, der dieser ganzen Serie ihren Namen gegeben hat. In unserer Welt ist Rausgehen fast schon ein Akt des Widerstandes. Du beantwortest keine Mails. Du optimierst nichts. Du erzeugst keinen sichtbaren Output. Du arbeitest nicht produktiv an dir. Kein Kurs, kein Zertifikat, keine Checkliste, die sich abhaken lässt. Und genau deshalb ist es radikal. 1 Stunde draußen gehen, ohne Ziel, ohne Podcast, ohne Plan, ist in unserer durchoptimierten Zeit eine echte Rebellion. Du sagst damit, meine Regulierung ist mir wichtig, mein innerer Zustand hat Wert, ich brauche keinen Grund, um in der Natur zu sein. Das ist keine Faulheit, das ist Pflege. Und es ist die Voraussetzung dafür, dass Kreativität überhaupt entstehen kann. Ich träume davon, öfter in die Berge zu fahren, in die Alpen, mit Farben im Rucksack. Nicht, um dort Meisterwerke zu schaffen, sondern um dort leer zu werden. Weil ich inzwischen verstanden habe, Leere ist kein Feind, Leere ist Raum. Und Raum, das ist der Anfang von Kreativität. Vielleicht bist du nicht unkreativ. Vielleicht ist dein Kopf einfach überfüllt. Zu voll mit Anforderungen, Erwartungen, Informationen. Zu voll, als dass noch etwas Eigenes Platz hätte. Natur räumt auf. Nicht dramatisch und nicht spektakulär, aber beständig und biologisch. Du brauchst keine Alpenüberquerung, keinen Urlaub und kein perfektes Wetter. Du brauchst einen Park, einen See, einen Hügel oder einfach den Weg um den Block. Ohne Ziel, ohne Ohrstöpsel und ohne Handy in der Hand. Schau in die Ferne, atme,
Lass deine Gedanken wandern. Nicht jede kreative Blockade braucht eine Lösung. Manche braucht nur Landschaft. Dein kreatives Gehirn ist nicht kaputt. Es ist nicht weg. Es wartet darauf, dass du wieder Raum schaffst. Und Natur ist einer der einfachsten zugänglichen Wege dahin. Wir sind nicht dafür gemacht, nur zu funktionieren. Wir sind gemacht, zu erleben, zu staunen, zu beobachten. Und Staunen, das ist der Anfang jeder Kunst. Also, bevor du dir einredest, du seist nicht kreativ genug, geh. Nicht um etwas zu leisten, sondern um dich wieder zu weiten. Deine nächste kreative Mini-Rebellion beginnt nicht mit Farbe auf der Leinwand. Sie beginnt mit einem Schritt vor die Tür. Und daher gilt auch weiterhin, mach's dir nicht zu schwer. Eine kleine kreative Mini-Rebellion reicht völlig.